Hallo an alle Car-System- und Open-Car-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über meine Tutorial-Serie Steuerung des Open-Car-Systems mit iCar. Schön, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. Im Teil 5 meiner Tutorial-Serie habe ich euch ja gezeigt, wie wir jetzt hier so ein Fahrzeug einrichten und wie wir da die einzelnen Geschwindigkeitsstufen einmessen, damit iCar weiß, wie schnell jedes Fahrzeug fährt. Allerdings habe ich damals bei dem Einmessen quasi, das Fahrzeug hat ja 126 Geschwindigkeitsstufen und damals bei dem Einmessen, so ein Fahrzeug hat ja in der Regel 126 Fahrstufen und da habe ich halt bei dem Einmessen wirklich jede Fahrstufe einzeln eingemessen. Ja? Und das hat natürlich extrem sehr lange gedauert und war sehr, sehr mühselig. Und als ich das Video veröffentlicht habe, hat mir dann ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, ich blende das Kommentar jetzt hier auch nochmal ein, ja, dass das Ganze ja wesentlich einfacher geht, weil man muss ja nicht jede Geschwindigkeitsstufe oder jede Fahrstufe einmessen. Es würden quasi jede zweite, dritte, vierte Fahrstufe reichen. Alles dazwischen wird dann iCar automatisch berechnen. Damit hat der Zuschauer natürlich 100% recht. Ich brauche nicht bei jeder Fahrstufe den Wert zu ermitteln, wenn ich da ein paar zwischendrin auslasse, reicht dicke. Das machen andere Steuerungsprogramme auch so. Und damit das Ganze auch vollständig ist damit ihr auch seht, dass das wirklich alles wesentlich einfacher geht, habe ich gedacht, mache ich heute nochmal so ein kleines Ergänzungsvideo und zeige euch einfach nochmal diese Version vom Einmessen. Natürlich nehme ich jetzt hier nicht wieder den Unimog, den habe ich jetzt eingemessen, sondern ich gehe jetzt her, nehme hier den Econic. Ich brauche noch ein zweites Fahrzeug und dadurch passt das Ganze. Und dann würde ich auch sagen, legen wir doch gleich los. Wie ihr sehen könnt, ist natürlich mal wieder mein Tutorial-Projekt in iCar schon geöffnet. Und wie ihr auch sehen könnt, habe ich hier das Fahrzeug schon mal angelegt. Weil, wie man das Fahrzeug anlegt, das ist ja 1:1 identisch. Jetzt wechseln wir natürlich wieder in die Geschwindigkeitsmessung. Und hier wählen wir einfach mal den Econic aus. Und wie ihr sehen könnt, ist da schon ein Geschwindigkeitsprofil drin. Das kommt einfach daher, weil ich einfach das Fahrzeug vom Unimog kopiert habe und das eigentlich die Unimog-Werte sind. So, deshalb tun wir das Ganze jetzt erstmal leeren. Und jetzt gehe ich zunächst auch erst einmal wieder so her wie das letzte Mal und markiere quasi alle Fahrstufen. Na? Das mache ich 1:1 identisch. Der Unterschied ist hier dieses Mal, ich gehe jetzt her und mache einen Rechtsklick und sage hier, wie ihr sehen könnt, wähle aus mit Stufe 2, wähle aus mit Stufe 3, wähle aus mit Stufe 4 etc. pp. Und ich gehe jetzt einfach mal her und sage, wähle aus mit Stufe 4. Und voilà, seht ihr, hat er quasi immer 3 Fahrstufen lässt er jetzt aus. Hier zwischendrin, seht ihr? Und da werden jetzt immer 3 Fahrstufen ausgelassen. Und jetzt setzen wir einfach mal wieder unseren Econic hier an den Start und klicken hier unten auf Starten. So. Und jetzt habe ich schon einen klassischen Fehler gemacht, weil mir war das jetzt nicht bewusst, dass der mit der höchsten Geschwindigkeitsstufe startet. Und da passt das Ganze natürlich jetzt hinten und vorne nicht mehr. Ne? Ihr seht ja, das passt natürlich gar nicht. Wähle ich das Ganze jetzt nochmal aus, neu. Wähle aus mit Stufe 4. Und klicke jetzt nochmal starten und gucke, dass mein Fahrzeug wirklich sehr, sehr weit von dem ersten Messpunkt wegsteht. Damit er auch wirklich auf die volle Geschwindigkeit kommt. Ihr seht, er fängt jetzt wirklich rückwärts an zu messen.
schlimm, sage ich jetzt mal. So, da haben wir mal wieder einer, wo hoch geht sogar. So, also das Ganze ging jetzt wirklich wesentlich und auch viel, viel schneller. Also muss wirklich sagen, das bringt wirklich was und der Tipp war wirklich Gold wert. Ihr könnt jetzt auch sehen, ja, die Geschwindigkeitskurve sieht jetzt auch schon ein bisschen besser aus. Ja, hier oben hat er so ein paar Ausreißer drin. Ich sage mal, gerade den Wert da oben, den könnte man jetzt vielleicht nochmal nachmessen hier, die 52. Genau, den könnte man jetzt nochmal nachmessen. Das mache ich auch nochmal. Da sage ich nochmal kurz Start, lass den nochmal fahren, sicherheitshalber. Weil das kommt mir dann doch ein bisschen komisch vor. Oh! Der ist natürlich jetzt noch schlimmer. Nochmal starten. Der ist natürlich jetzt ganz extrem unten. Was auch immer da passiert ist. Okay. So sieht es ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall sage ich mal, ja. Das Ganze können wir so lassen und dann klicken wir auf Übernehmen. Und ihr seht, ja, Eika rechnet die ganzen Werte zwischendrin. Also tut die ganzen Werte zwischendrin quasi errechnen. Ja. Sieht soweit alles ganz gut aus. Okay, wir haben jetzt bei der ersten Geschwindigkeitsstufe auch 0 drin. Naja, was soll's, ne? Wir haben hier 4,79 km/h, das passt alles. Wunderbar. Gut, damit wäre das Ganze auch erledigt. Natürlich nicht speichern vergessen. So. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Ergänzungstutorials-Video, ich nenne es jetzt einfach mal so, angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.